Wir bei BAUK produzieren klimaneutral, weil der Klimawandel einfach die größte Herausforderung unserer Zeit ist. Sie betrifft jeden Menschen auf der Erde und wir möchten einfach schon heute als Unternehmen Verantwortung übernehmen und sehen uns da auch in der Vorreiterrolle und möchten natürlich auch andere motivieren, es uns gleich zu tun. Wie machen wir das heute schon? Wie werden wir aktiv? Wir kompostieren unter anderem unsere Dinkelspelze in Kooperation mit dem Bauhof in Stütensen. Das heißt, wir bringen die Spelze, die sowieso bei der Produktion entstehen, in den Boden ein. Dort wird er zu Humus und bindet CO2. Und zum anderen nutzen wir heute schon erneuerbare Energien. Wir haben eine PV-Anlage auf dem Dach und die versorgt uns in der Verwaltung und auch in der Produktion zumindest zum Teil mit Strom. Wir verfolgen bei BAUK eine ganzheitliche Klimastrategie. Das heißt, wir erstellen zuerst unsere CO2-Bilanz, das heißt, wir messen den CO2-Fußabdruck. In einem zweiten Schritt schauen wir, wo wir CO2 vermeiden können, wo wir reduzieren können und erst dann kompensieren wir das, was wir nicht vermeiden oder reduzieren können. Das ist für uns einfach nur logisch und deshalb wollten wir natürlich auch von der Unternehmensebene auf die Produkte schauen. Klimaneutralität auf Produktebene ist gar nicht so einfach zu erklären, aber wir haben ganz einfach mit unseren Demeter Haferflocken begonnen. Das heißt, wir haben in einem gemeinsamen Projekt zunächst einmal den CO2-Fußabdruck der Haferflocken ermittelt, haben uns das Ganze vom Feld bis zum Transport in den Handel angeschaut. Das ist deshalb so wichtig, weil die Landwirtschaft rund 50% der CO2-Emissionen am Endprodukt ausmacht. Und deshalb haben wir das auch ganzheitlich betrachtet. Wir kompensieren unseren CO2-Fußabdruck der Haferflocken und eben auch auf Unternehmensebene über ein Projekt. Also wir unterstützen das Projekt Wiederaufforstung in Nicaragua von Plan Vivo. Das ist ein kleiner, aber feiner Standard, ein sehr hochwertiger Standard. Und unter anderem natürlich durch unsere Unterstützung kommt dieses Projekt überhaupt zustande. Und dazu haben wir euch auch schon ein Video vorbereitet und ihr könnt gerne nachfolgend draufklicken. Würden wir uns freuen, wenn ihr euch das natürlich anschaut. Natürlich gibt es bei der Umstellung auf Klimaneutralität auch gewisse Herausforderungen, die man sich stellen muss, ganz klar. Zum einen muss man sich als Unternehmen hier und da schon mal den Vorwurf des Freikaufens gefallen lassen. Allerdings ist es so, wenn man produziert, dann entstehen Emissionen. Natürlich wäre es schöner, wenn diese nicht entstehen würden, ganz klar, aber leider ist es aktuell noch nicht anders möglich und da ist Kompensation zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch die beste Alternative. Und fürs Klima ist es letztendlich egal, ob hier in Deutschland die Tonne CO2 eingespart wird oder woanders auf der Welt. Hauptsache, wir werden aktiv und tun etwas gegen den Klimawandel. Und das können wir nur gemeinsam schaffen. Also fangen wir an.